Lektion 1. Die Reise planen. Haben Sie schon ein Hotel für unsere Reise gebucht? Noch nicht, aber ich werde es heute tun. Das klingt gut. Welches Hotel haben Sie im Auge? Ich habe einen bezaubernden Ort in Stranda gefunden. Es sieht herrlich aus. Ein Strandhotel? Das klingt perfekt. Welche Annehmlichkeiten bietet es an? Es gibt einen Pool, kostenloses Frühstück und sogar direkte Strandzugang. Wow, ich freue mich schon jetzt darauf, am Pool zu entspannen. Ich auch. Schließlich haben wir es verdient, uns ein bisschen verwonnen zu lassen. Absolut. Wie viele Nächte planen wir zu bleiben? Ich denke, 2 Nächte sollte ausreichen. Das gibt uns genügend Zeit, die Gegend zu erkunden. Ja, wir kunnen die Ortwege laten bezoeken und Meeresvruchten proberen. Ich kann mir die köstlichen Mahlzeiten schon vorstellen. Meeresvruchten am Strand zu essen ist ein unvergleichliches Erlebnis. Meinst du, wir sollten für unsere Reise ein Auto mieten? Ich glaube, das war klug. Dadurch wird das Reisen erleichtert. Gute Idee. Ich helfe bei Bedarf gerne bei der Autovermietung. Vielen Dank. Ich weiß Ihre Hilfe bei der Planung sehr zu schätzen. Das gehört alles zum Abenteuer dazu. Was sollten wir sonst noch einpacken? Sonnenschutz ist unerlässlich. Wir wollen ja nicht zu hümmern werden. Guter Punkt. Ich werde auch meine Lieblingssonnenbrille mitbringen. Ausgezeichnet. Haben Sie ein Strandtuch? Ja, ich habe ein farbenfrohes. Es wird unseren Strandtag aufhellen. Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen. Wann planst du, das Hotel zu reservieren? Ich werde es direkt nach unserem Gespräch tun. Perfekt. Ich hoffe, es sind noch zimmerfrei. Ich bin zuversichtlich, dass wir ein großartiges Geschäft abschließen werden. Dank deines Optimismus bin auch ich zuversichtlich. Lasst uns diese Reise unvergesslich machen. Lektion 2. Das Dilemma des kaputten Fernsehers. Das sind ja tolle Neuigkeiten, dass der Fernsehreparateur bald kommt. Ich hoffe, es lässt sich schnell beheben. Ich würde heute Abend gerne ein paar Serien schauen. Ich auch. Ich habe mich schon sehr auf das Staffelfinale unserer Lieblingsserie gefreut. Es ist so spannend. Ich kann es nicht fassen, dass es letzte Woche mit so einem Cliffhanger geendet hat. Ich weiß, es ließ uns in der Luft hängen wie ein schlecht aufgehängter Bilderrahmen. Ganz genau. Ich saß wie auf Nadeln und jetzt sitze ich auf der Kante meines Sofas. Hoffentlich trifft der Reparaturtechniker ein, bevor die Show beginnt. Was machen wir, wenn zu spät kommt? Starren wir einfach nur auf den leeren Bildschirm? Vielleicht könnten wir uns mit ein paar Brettspielen vergnügen. Brettspielen? Die kunnen ganz gewoon wettbewerbsoriëntiert zijn. Das stimmt, aber sie können auch zu einigen komischen Momenten führen. So wie damals, als du letztes Mal versehentlich die Spielsteine umgestoßen hast. Das war ein bedauerlicher Vorfall. Ich dachte, ich wäre strategisch vorgegangen. Deine Strategie konnte noch etwas verbessert werden.
Aber es war lustig. Ich nehme das als Kompliment. Wenigstens hatten wir viel zu lachen. Ja, lachen ist immer besser als zwijgen. Da stimme ich zu, obwohl ich unsere Sendungen immer noch lieber anschaue. Wer nicht? Es ist viel entspannender als Brettspielen. Die Figuren wirken nach all der Zeit wie alte Freunde. Genau, ich kann es kaum erwarten zu sehen, was als nächstes passiert. Wenn wir den Fernseher doch nur auf magische Weise selbst reparieren könnten. Wenn es doch nur so wäre, dann würde ich meine innere Heimwerker entdecken. Vielleicht sollten wir gemeinsam einen Reparaturkurs besuchen. Das könnte Spaß machen. Stellt euch vor, wir reparieren Fenster und fühlen uns wie Experten. Wir wären das dynamische Duo für Hausreparaturen. Und dann konnten wir endlich al die Sendungen nachholen, die wir verpasst hatten. Das ist ja ein Traum. Hoffentlich ist der Reparaturtechniker schnell da. Lektion 3, ein historischer Moment im Golfsport. Einer der dramatischsten Momente im Golfsport ereignete sich am 13. April 1997. Wirklich? Was ist an diesem Tag passiert? Es war der Tag, an dem Tiger Woods seinen ersten Major-Titel bei Masters gewann. Ah, der berüchtigte Moment mit der Gunnjacke. Was machte ihn so dramatisch? Er gewann mit einem Rekordvorsprung von 12 Schlägen. Das war beispiellos. Topstage. Das ist unglaublich. Wie hat das nur geschafft? Er spielte mit bemerkenswertem Können und Selbstvertrauen. Es war, als würde man einen Zauberer zu sehen. Ein wahre Magier? Waar diese Schouder von seiner Darbietung beeindruckt? Absolut. Die Menge war elektrisiert. Jeder Schuss wurde mit Jubelrufen begrüßt. Das kann ich mir vorstellen. Hat er während des Turniers irgendwelche denkwürdiges Glaasje gemacht? Oh ja, sein Chip-In am 16. Loch war legendär. Der Ball rollte wie im Traum herunter. Ich habe diese Hohepunt gesehen. Es war, als ob die Zeit für einen Moment stillstand. Genau. Diese Aufnahme hat sein Talent wirklich perfekt eingefangen. Wie reagierten die Kommentatoren? Sie waren außer sich vor Begeisterung. Einer rief aus, das ist die Zukunft des Golfsports. Das ist ein großes Lob. Hat er irgendwelche Anzeichen von Nervosität gezegd? Überraschenderweise nein. Er wirkte während des gesamten Turniers ruhig und gelassen. Das ist beeindruckend für einen so jungen Spieler. Wie alt war er damals? Er war erst 21 Jahre alt. Ein Wunderkind, ganz sicher. Das muss für ihn ein lebensverändernder Moment gewesen sein. Absolut. An diesem Tag wurde er zur Ikone in der Welt des Sports. Welche Auswirkungen hatte es sich auf den Golfsport? Er brachte dem Golfsport ein neues Publikum. Viele junge Spieler wurden von ihm inspiriert. Das ist wunderbar. Er hat das Spiel wirklich verandert. Ja, er hat Golf für alle spannend gemacht. Ich frage mich, was er wohl empfunden hat, als er die grüne Jacke aanzog.
Es muss sich für ihn wie ein wahr gewordener Traum angefühlt haben. Ein Moment, den er für immer in Erinnerung behalten wird. Inderdaad. Ik vind, wij sollten solche historische lijsten in sportgebeuren feiern. Ich stimme zu. Ein Hoch auf Tiger Woods und seinen unvergesslichen Triumph. Lektion 4, der werd er Freundschaft. Ich muss sagen, ich habe großes Glück, so gute Freunde wie Joan und Janne gehabt zu haben. Das ist ja wunderbar. Was macht sie so gute Freunde? Sie sind in schwierigen Zeiten immer für mich da. Ihre Unterstützung ist unschätzbar. Das ist ein wahres Zeichen van Freundschaft. Was gaat ze sie soms nog aan eigenen? Sie haben einen fantastischen Sinn für Humor. Wir haben immer viel Spaß zusammen. Lachen ist in jeder Freundschaft unerlässlich. Es schafft besondere Erinnerungen. Absolut. Wir haben einmal einen ganzen Tag damit verbracht, Kekse zu backen. Das klingt nach einem Abenteuer. Wie ist es denn ausgegangen? Sagen wir einfach, die Kekse glichen eher Eishockeypucks. Oh nein, das klingt überhaupt nicht appetitlich. Aber wir haben so gelacht, dass wir die Kekse ganz vergessen haben. Das ist das Schone an Freundschaft. Es geht die Momenten, nicht nur die Ergebnisse. Genau. Hast du Freunde, die dir ähnliche Freude bereiten? Ja, meine Freunde sind wie meine zweite Familie. Wir unterstützen uns gegenseitig. Das ist herzerwärmend. Wie verbringt ihr normalerweise eure gemeinsame Zeit? Wir lieben es, neue Orte zu entdecken und verschiedene Speisen zu probieren. Kulinarische Abenteuer führen oft zu den besten Geschichten. Habt ihr Lieblingsgeschichten? Ich war einmal mit ihnen auf einem Foodfestival. Wir haben alles Mögliche probiert, von Tacos bis hin zu Gourmet-Donuts. Gourmet Donuts? Das klingt ja köstlich. Sie waren unglaublich. Wir haben sogar Fotos gemacht, uns an den Tag zu erinnern. Was für eine tolle Idee, um Freundschaft zu feiern. Ich sollte auch mal so ein kulinarisches Abenteuer planen. Das solltest du unbedingt tun. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, die Bindung zu Freunden zu stärken. Ich werde Joan und Jane zu einem neuen kulinarischen Erlebnis einladen. Sie werden es lieben. Freunde mag ik helemaal zijn schoner. Ich bin dankbar für Ihre Anwesenheit in meinem Leben. Zo sollte es zijn. Gute Freunde sind ein Schatz. Lasst uns unsere Kaffeetassen auf die Freundschaft erheben. Lektion 5. Hausgemachte Pizza zubereiten. Ich kann es kaum erwarten, unsere eigene Pizza zu backen. Hast du das Rezept? Ja, das tue ich. Es ist ganz einfach. Zuerst brauchen wir Mehl und Hefe. Und brauchen wir überhaupt Öl? Absoluut. Olivenöl ist für den Teig unerlässlich. Wie viel Öl sollten wir verwenden? Etwa 2 Esslöffel sollte genügen. Das sorgt für mehr Geschmack und eine bessere Konsistenz. Perfekt. Und wie macht man die Tomatensauce? Die Soße ist ganz einfach. Man muss nur ein paar frische Tomaten zeitdrücken und würzen. Sollen wir Knoblauch und Kräuter für zusätzlichen Geschmack hinzufügen?
Ja, eine Prise Knoblauchpulver und etwas Basilikum werten die Sauce auf. Ich kann mir den Geschmack schon vorstellen. Was kommt als nächstes aus dem Teig? Naar de meel heven und overmiskt worden, muss warmes Wasser hinzugefügt werden. Wie warm sollte das Wasser sein? Es sollte sich warm anfühlen, aber nicht zu heiß. Wir wollen die Hefe ja nicht abtotten. Verstanden. Und wie lange muss der Teig gehen? Etwa eine Stunde. Es sollte sich verdoppeln. Während wir warten, könnten wir die Toppings vorbereiten. Tolle idee. Welche Beilage bevorzugst du? Ich liebe Peperoni und extra Käse. Klassische Wahl. Ich mag Paprika und Oliven. Wir können halb und halb machen. Dann sind alle zufrieden. Timo, nu gemeinsam konden weer een serie pizza-traum verwirklichen. Ich bin gespannt, wie sich alles entwickeln wird. Ich auch. Selbstgemachte Pizza ist immer ein Genuss. Und es wird viel besser sein als eine Bestellung im Restaurant. Daar stimme ich zu. Außerdem konden wir es nach unsere Wünsche anpassen. Ich hoffe, unsere Freunde werden es genauso genießen wie wir. Das werden sie. Wer liebt denn keine Pizza? Lasst uns mit der Teigzubereitung beginnen. Lektion 6. Morgenchaos. Ich erinnere mich an eine Zeit, als meine Mutter mir das Kissen vom Kopf riss. Oh nein, was geschah dann? Sie kitzelte mich unaufhörlich. Ich konnte nicht aufhören zu lachen. Das klingt wie eine Szene aus einer Komödie. Wie hast du reagiert? Ich schrie, okay, ich stehe auf. Hat sie dich losgelassen oder hat sie dich weitergekitzelt? Sie kitzelte mich immer wieder. Das war ihre Art, sicherzustellen, dass ich aufwachte. Das ist eine clevere Taktik. Meine Mutter hat früher immer laut gesungen, mich aufzuwecken. Simon, das muss interessant gewesen sein. Interessant ist noch eine Möglichkeit, es auszudrücken. Die war keine großartige Sängerin. Wenigstens hat sie es versucht. Ich kann mir vorstellen, wie du dir die Ohren zuhältst. Absolut. Ich würde sie auflegen, damit aufzuhören. Und hat sie jemals zugehört? Selten. Sie liebte es, mich morgens sappelsüß sehen. Klingt, als hätten unsere Mütter ähnliche Strategien gehabt, um uns aufzuwecken. Sie waren unerbittlich. Manchmal vermisste ich die friedliche Morgenstunde. Ich auch. Jetzt genieße ich diese ruhigen Momente mit meinem Kaffee umso mehr. Kaffee ist die erwachsene Version des morgendlichen Weckers. Genau, so gehe ich momentan mit meinen Morgenstunden um. Was würdest du tun, wenn deine Mutter diese Kitzeltaktik jetzt ausprobieren würde? Ich würde wahrscheinlich lachen und sagen, was machst du da? Und dann würdest du dich wohl beim Kitzeln mit ihr beteiligen. Das könnte in einer Kitzelschlacht enden. Eine wiederbelebte Familientradition. Das klingt herrlich. Das stimmt. Vielleicht sollten wir selbst mal eine Kitzelschlacht veranstalten.
Ich nehme das als Herausforderung an. Vergessen Sie nicht, ich verfüge über jahrelange Erfahrung. Lektion 7, der Stammbaum. Ich habe in letzter Zeit viel über meine Familie nachgedacht. Es gab Brüder und Schwestern, darunter auch einen Adoptivbruder. Das klingt nach einer wunderbaren Familie. Wie habt ihr alle miteinander ausgekommen? Überraschend gut. Natürlich hatten auch wir unsere Geschwister Rivalitäten. Rivaliteit gehoorzaam erwachsen werden dat u. Gab es bij euch irgendwelche lustige Vorfälle? Oh ja, einmal hatten wir eine riesige Kissenschlacht. Daraus entwickelte sich eine ausgewachsene Schlacht. Eine Kissenslacht? Das klingt nach einem Riesenspaß. Das änderte sich erst, als wir versehentlich eine Lampe zerbrachen. Oh nein, was haben deine Eltern gesagt? Sie waren, gelinde gesagt, nicht erfreut. Aber sie konnten sich ein Lachen nicht verkneifen. Das ist eine tolle Geschichte. Wie war es, einen Adoptivbruder zu haben? Es war etwas Besonderes. Er hat unserer Familie eine einzigartige Perspektive eröffnet. Das kann ich mir vorstellen. Hattet ihr alle trotz der Unterschiede einiges Gefühl der Verbundenheit? Absolut. Wir haben uns immer gegenseitig unterstützt, egal was passiert ist. Daarom geht es in der Familie. Hattet ihr irgendwelche Familientraditionen? Ja, jeden Sonntag gab es ein großes Familienessen. Es war chaotisch, aber wunderschön. Ich kann es mir vorstellen. Haben alle bei ihm kochen geholfen? Wir haben es versucht. Aber sagen wir es mal so, manche von uns waren besser als andere. Das kenne ich nur so gut. Kochen mit der Familie kann so amusante Momente führen. Einmal verwechselte jemand Zucker mit Salz. Das Ergebnis war unvergesslich. Oh hier, zus unsalzig ist keine empfehlenswerte Kombination. Genau. Aber wir haben darüber gelacht und es zu einem Teil unserer Familiengeschichte gemacht. Diese Erinnerungen sind es, die Familien zusammenhalten. In der Tat, ich schätze diese Momente sehr. Sie haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Familie ist ein Schatz. Ich hoffe, in meiner Zukunft an diese Erinnerungen zu schaffen. Das wärst du. Mit Liebe und Lachen kann jede Familie aufblühen. Ich freue mich darauf, weitere Geschichten mit Ihnen zu teilen, wenn wir unsere eigenen Familien gründen. Ein Hoch auf die Familie in all ihren schönen Formen. Lektion 8, das Flughafenabenteuer. Haben Sie die Durchsage gehört? Unsere Boardingzeit rückt näher. Ja, in der Durchsage hieß es, das Boarding beginnen in 10 Minuten. Fantastisch. Ich freue mich schon sehr auf den Urlaub. Ich auch. Ich kann es kaum erwarten, die Sonne auf meinem Gesicht zu spüren. Was ist das Erste, was du tun möchtest, wenn wir ankommen? Ich will sofort an den Strand. Schwimmen klingt herrlich. Dann eben schwimmen gehen. Aber zuerst müssen wir ins Flugzeug steigen. Okay, hoffentlich gibt es keine Verzögerungen. Bei unserem Glück werden wir die Letzten sein, die einsteigen. Verhex es nicht. Ich mochte einen guten Platz am Fenster bekommen.
Für die beste Aussicht ist ein Fensterplatz unerlässlich. Ich drücke die Daumen. Und was ist mit Snacks? Ich habe ein paar Snacks mitgebracht. Ohne meinen Lieblingsnussmischungsmix kann ich nicht reisen. Perfekt. Hoffentlich halt es den Flug über. Wenn nicht, muss ich wohl die Flugbegleiter um mehr Snacks bitten. Viel Glück dabei. Du hast ein Talent für Worte. Ich werde mein überzeugendstes Lächeln einsetzen. Tragen Sie bloß nicht nach extra Erdnüsse. Das konnte Sie nicht beeindrucken. Stimmt, ich bleibe bei meinen Amuletten. Was wärst du während des Fluges tun? Vielleicht schaue ich mir einen Film an oder hole etwas Lesestoff nach. Ausgezeichnete Wahl. Ich werde mir wahrscheinlich etwas Musik anhören. Ein wunderbarer Plan. Wir können uns beide entspannen, bevor unser Abenteuer beginnt. Ja, ich spüre schon die wachsende Aufregung. Ich auch. Lasst uns das Gate im Auge behalten. Gute Idee. Ich bin bereit, diese Reise anzutreten. Auf unseren bevorstehenden Urlaub. Lektion 9. Culinarische Abenteuer. Haben Sie während Ihrer Reise lokale Gerichte probiert? Ja, ich habe in einem Restaurant am Meer die traditionelle Fish and Chips probiert. Fisch an Chips. Das klingt köstlich. Wie hat es geschmeckt? Es war knusprig und goldbraun. Der Fisch ging mir auf der Zunge. Ich kann es fast schmecken. Hast du irgendwelche besonderen Soßen probiert? Das über Remoulade gereicht, die hervorragend zum Fisch passte. Tartarsauce ist ein Klassiker. Hattet ihr Beilagen? Ja, ich hatte Erbsenpüree als Beilage. Es war überraschend lecker. Erbsenpüree? Das ist ja eine ungewöhnliche Wahl. Wie haben sie geschmeckt? Sie waren cremig und bildeten eine schone Kontel zum knusprige Fisch. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt von ihrem abenteuerlustigen Gaumen. Vielen Dank. Ich glaube, das Probieren lokaler Gerichte gehört zum Reiseerlebnis dazu. Da stimme ich vollkommen zu. Welche anderen Gerichte sind Ihnen denn begegnet? Ich habe auch eine traditionelle Eintopf probiert. War herzhaft und schmackhaft. Ein Topf klingt lecker. Welche Zutaten waren denn drin? Es enthielt zartes Fleisch, Kartoffeln und eine Mischung aus Gemüse. Das klingt nach dem perfekten Essen an einem kühlen Tag. Das war es in der Tat. Ich fühlte mich danach warm und zufrieden. Haben Sie auf Ihren Reisen ungewöhnliche Gerichte entdeckt? Ja, ich bin auf Haggis gestoßen, den ich anfangs nur so grillig probiert habe. Haggis, das ist ja ein richtiges Abenteuer. Wie hat es geschmeckt? Überraschenderweise war es schmackhaft und gar nicht so gruselig, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich bewundere deinen Mut. Ich würde eines Tages sehr gerne Haggis probieren. Das solltest du unbedingt tun. Es ist ein unvergessliches Erlebnis. Was steht auf deiner Liste für dein nächstes kulinarisches Abenteuer? Ich mochte in Spanien Pala probieren.
Sie sieht so farbenfroh und lecker aus. Das klingt fantastisch. Ich hoffe, du genießt jeden Bissen. Vielen Dank. Ich werde dir anschließend alles erzählen. Ich freue mich schon darauf, von Ihrem nächsten kulinarischen Abenteuer zu hören. Lektion 10 Hotelannehmlichkeiten. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Ist das Business Center rund um die Uhr zugänglich? Ja, das stimmt. Ich habe das an der Rezeption bestätigt. Perfekt. Ich muss möglicherweise spät abends noch ein paar E-Mails verschicken. Das ist Glück. Manchmal kommt die Inspiration süden unlichte Seite. Genau. Ich kann mir vorstellen, wie ich arbeite, während alle anderen schlafen. Achten Sie nur darauf, dass Sie im Business Center nicht anfangen zu schnarchen. Ich werde mein Bestes geben. Vielleicht brauche ich einen starken Kaffee, um wach zu bleiben. Das Hotel bietet kostenlose Kaffee in der Lobby an. Das ist ja praktisch. Ich werde mich während dieser Reise wohl ausschließlich von Kaffee ernähren. Vergiss nicht, ausreichend zu trinken. Kaffee kann tauschen. Ich werde es mit Wasser ausgleichen. Ich möchte nicht nervös werden. Guter Plan. Ich stelle mir vor, ein koffeinhaltiger Grond wäre ein toller Anblick. Oh, ich kann durchaus unterhaltsam sein, wenn ich zu viel Koffein intus habe. Ich freue mich schon darauf. Was gibt es soms noch zu erledigen? Ich sollte einige Dokumente für unser Treffen ausdrucken. Das Business Center hat Drucker, richtig? Ja, das tut es. Das werde ich nutzen. Es klingt, als würde alles perfekt laufen. In der Tat, diese Reise entwickelt sich zu einer produktiven Angelegenheit. Und es hat Spaß gemacht. Habt ihr schon Plannen für die Zeit nach dem Treffen? Vielleicht können wir die Gegend erkunden. Ich habe gehört, es gibt dort tolle Restaurants. Ausgezeichnete Idee. Ein kleines Abenteuer nach der Arbeit schadet nie. Da stimme ich zu. Das wird eine schöne Belohnung für einen anstrengenden Tag sein. Lasst uns unsere Zeit hier bestmöglich nutzen. Ja, auf erfolgreiche Meetings und genussvolle Abendessen. Lektion 11, die Freude an der Flexibilität. Die Flexibilität bei den Check-in- und Check-out-Zeiten ist wirklich fantastisch. Absolut. Es ist toll, sich nicht beeilen zu müssen, sich einzuleben. Ich fühlte mich so entspannt, als wir ankamen. Wir konnten uns Zeit lassen. Genau. Ich hasse es, unter Stress zu stehen, weil ich es nicht pünktlich schaffe. Und wir hatten die Gelegenheit, zuerst die Annehmlichkeiten des Hotels zu erkunden. Ja, der Polbreg war herrlich. Ich hatte dort den ganzen Tag verbringen können. Da stimme ich zu. Ich habe es genossen, mit einem guten Buch am Pool zu entspannen. Und das Beste daran, wir müssten uns keine Sorgen eine voorzijdige Abreise machen. Stimmt. Wir konnten unser Frühstück genießen, ohne auf die Uhr zu schauen. Apropos Frühstück, hast du die Pfannkuchen geprobiert? Ja, habe ich. Sie waren leicht und fluffig. Ich habe vielleicht 3 gegessen.
Das ist beeindruckend. Ich habe nur zwei geschafft, aber die waren kostlich. Ich hätte dich zum Teilen einladen sollen. Mehr Pfannkuchen, mehr Spaß. Beim nächsten Mal werde ich dich daran erinnern. Vergessen wir nicht den Kaffee. Er war der perfekte Start in unsere Morgenstunden. Absoluut. Guter Kaffee macht een entscheidende Unterschied. Ich frage mich, ob alle Hotels eine solche Flexibilität bieten. Das war schon, wenn sie es taten. Es würde das Reisen viel angenehmer machen. Ich hoffe, unser nächstes Reiseziel hat die gleiche Politik. Ja, ich werde das recherchieren, bevor wir buchen. Eine kluge Idee. Wir haben es verdient, stressfrei zu reisen. Inderdaad, flexibiliteit sollte in gastgewerbe standaard zijn. Dem kann ich nur zustimmen. Auf viele weitere angenehme Aufenthalte. Lektion 12, der Bergpfad. Ja, es gibt einen wunderschönen Wanderweg in den Bergen, der etwa eine Stunde entfernt liegt. Das klinkt wunderbar. Bist du die Wanderung in letzter Zeit gegangen? Ich war letztes Wochenende dort. Die Aussicht war atemberaubend. Welche Art von Landschaft haben Sie vorgefunden? Es gab üppig grüne Bäume, glitzernde Bäche und atemberaubende Berggipfel. Wow, das klingt nach einer perfekten Auszeit in der Natur. Das war's wirklich. Die Luft war frisch und belebend. Sind Ihnen unterwegs veel Tiere begegnet? Ja, ich habe eine Familie auf einer Wiese grasen sehen. Wie schoon. Haben Sie dich bemerkt? Sie waren recht neugierig, schienen aber nicht ängstlich zu sein. Das muss ein magischer Moment gewesen sein. Das war es. Ich saß still da und beobachtete sie eine Weile. Ich kann mir vorstellen, wie friedlich sich das angefühlt haben muss. Das war es wirklich. Ich habe auch ein paar tolle Fotos gemacht. Ich würde Sie sehr gerne sehen. Ich zeige es dir später. Und du? Hast du schon irgendwelche Wanderwege erkundet? Ja, ich bin letzten Monat eine andere Wanderweg gegangen. War anstrengend, aber lohnend. Was machte es so schwierig? Es gab steile Abschnitte, die man erklimmen musste. Ich fühlte mich wie eine Bergziege. Eine Bergziege? Was für ein Anblick. Ich musste ein bisschen klettern, aber die Aussicht oben hat sich gelohnt. Was haben Sie von oben gesehen? Ich konnte das Tal unter mir sehen und sogar eine See, der in der Ferne glitzerte. Das klingt fantastisch. Ich liebe das Erfolgserlebnis nach einer Wanderung. Ja, es had etwas Besonderes, den Gipfel zu erreichen. Planst du bald wieder eine Wanderung? Ich hoffe es. Vielleicht konnten wir beim nächsten Mal zusammen wandern gehen. Das ist eine fantastische Idee. Lass uns diesen wunderschönen Pfad gemeinsam erkunden. Ich kann es kaum erwarten. Das wird ein unvergessliches Abenteuer. Auf viele weitere Wanderabenteuer. Lektion 13, culturele beobachtingen.
Ich habe in letzter Zeit über kulturelle Unterschiede nachgedacht. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, wie gut manche Leute üben. Das ist interessant. Übung ist in viele Kulturen unerlastig. Was meinst du damit? In meiner Kultur legen wir großen Wert auf das Proben für Aufführungen oder Präsentationen. Das leuchtet ein. Übung stärkt das Selbstvertrauen. Was haben Sie sonst noch beobachtet? Ein weiterer Unterschied, der mir aufgefallen ist, betrifft die Pünktlichkeit. In meiner Kultur ist Pünktlichkeit von entscheidender Bedeutung. Pünktlichkeit. Die kan van cultuur zu cultuur sehr unterschiedlich sein. Genau. Ich habe schon Leute gesehen, die zu Veranstaltungen zu spät kamen, ohne dass es sie störte. In meiner Kultuur geldt zu spät komen als respektlos. Da stimme ich zu. Es kann frustrierend sein, wenn andere ihre Zeit nicht wertschätzen. Ja, ich glaube, Pünktlichkeit zorgt von Respekt gegenüber alle Beteiligten. Wie verhält man sich in Situationen, in denen jemand zu spät kommt? Ich versuche verstandig zu zeggen, aber das warte bereitet mehr oft Angst. Das kann ich gut verstehen. Ich komme auch lieber früh an und bin vorbereitet. Mir geht es auch so. So habe ich Zeit, mich vor Beginn der Veranstaltung zu entspannen. Welche anderen kulturellen Unterschiede sind Ihnen aufgefallen? Mir ist aufgefallen, dass manche Kulturen ausdrucksstarker sind als andere. Ausdrucksstark in welcher Hinsicht? Wie den Kommunikationsstilen. Manche Menschen setzen sich und Emotionen unhemmt ein. Das ist faszinierend. In meiner Kultur sind wir eher zurückhaltend. Das finde ich interessant. Das kann manchmal zu Missverständnissen führen. Absolut. Ich glaube, dass das Verständnis dieser Unterschiede uns hilft, besser miteinander in Kontakt zu treten. Auf jeden Fall. Das gehört alles zum Lernprozess dazu. Es bereitet mir Freude, diese kulturellen Nuancen mit Ihnen zu erkunden. Ebenso, es bereichert unsere Sicht auf die Welt. Auf viele weitere kulturelle Entdeckungen auf unserer Reise.